Hi Leute, willkommen bei Stocky VR. Der eine oder andere von euch hat ja in unseren Videos schon mitbekommen, dass unsere PlayStation 4 Pro ziemlich laut ist. Wir haben ja eins der ersten PlayStation 4 Pro Modelle. Die Wärmeleitpaste ist ja dafür da, die Hitze vom Prozessor an einen Kühlkörper abzuleiten. Und wenn die Wärmeleitpaste bröckelig ist und die Wärme nicht mehr richtig abgeführt werden kann, dann dreht natürlich der Lüfter hoch, um das zu kompensieren, und dementsprechend ist die PlayStation so laut. Wir haben vor kurzem ja den Lüfter schon mal sauber gemacht, was aber nicht wirklich zu einer Verbesserung geführt hat. Damit wir einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich haben, habe ich hier mal mit einer Handy-App die Lautstärke der PlayStation gemessen. Hier läuft jetzt gerade Blood and Truth und wir sind so bei knapp 16, 18 dB. Und hier haben wir No Man's Sky, was einer der Titel ist, wo die PlayStation richtig hochdreht, dass es schon richtig unangenehm wird. Wir sind hier bei knapp 30 dB laut meiner Handy-App. Ja? Ich weiß, dass es jetzt kein super wissenschaftliches Messverfahren ist, aber ich glaube, man kann da ganz gut dran erkennen, wie es vorher und wie es nachher ist. Ich habe mir über Amazon ein kleines Werkzeugset bestellt. Da ist auch dieser spezielle Torx-Schraubendreher mit dabei, den ihr auf jeden Fall braucht. Da ist auch ein Pinsel und noch ein paar andere Utensilien dabei. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das stelle ich euch auch nochmal unten in die Descriptions ein. Und die Wärmeleitpaste habe ich genommen, die Arctic Silver 5. Und dazu stelle ich euch auch gerne nochmal den Link unten in die Beschreibung rein. So, als erstes müssen wir die Festplatte entfernen. Dazu drehen wir die PlayStation einfach um und auf der Rückseite haben wir dann eine kleine schwarze Plastikklappe. Die kann man einfach so abziehen und dann kommt man an die Schraube ran, die die Festplatte festhält. Die wird einfach mit einem Kreuzschraubendreher abgeschraubt und dann könnt ihr die Festplatte rausziehen. Dann müssen wir die obere Abdeckung der PlayStation abnehmen. Die ist einfach nur festgeklickt. Das heißt, mit etwas Kraft kann man die einfach vorne nach oben hin anheben und dann nach hinten hin wegschieben. Dann haben wir 5 Schrauben, die wir mit dem speziellen Torx-Schraubendreher entfernen. Und dann können wir auch das Metallblech abnehmen. Dann drehen wir die PlayStation wieder um. Auf der Rückseite der PlayStation haben wir 3 Schrauben. 2 davon werden von den Garantiesiegeln verdeckt. Die kann man ganz leicht mit einem spitzen Gegenstand entfernen. Und dann kommt ihr auch an die Schrauben ran. Also alle 3 Schrauben raus. Dann kann der untere Deckel abgenommen werden. Und der wird genauso wie der obere Deckel einfach nur rausgeklickt. Das heißt, hinten nach oben drücken und dann kannst du das nach hinten rausschieben. So, jetzt haben wir hier 11 Kreuzschrauben und 11 Torx-Schrauben. Die müssen erstmal alle entfernt werden. So, dann haben wir an der einen Seite einen weißen Stecker, der zum Lüfter geht. Den können wir einfach abziehen. Auf der anderen Seite haben wir 6 Flachbandkabel, von denen 5 einfach nach vorne hin abgezogen werden können. Bei dem 6., bei dem breitesten Stecker, muss man erst eine kleine schwarze Lasche nach oben klappen und dann kann man den einfach abziehen. Dann müssen noch die 3 kleinen Kabel ab. Die sind auch einfach nur festgesteckt, das heißt, die kann man einfach nach oben hin abziehen, schön vorsichtig und beiseite packen. So, dann können wir die ganze PlayStation wieder umdrehen, um das Netzteil zu entfernen. Das Netzteil kann man einfach nach oben hin wegziehen, aber schön vorsichtig, denn es hängt noch an einem einzelnen Stecker, den man einfach dann aber abziehen kann.
Und wenn wir dann das letzte schon mal in der Hand haben, dann kann man das auch gleich nochmal ordentlich durchpusten, denn da setzt sich auch ganz gerne nochmal Staub drin ab. Dann wird die PlayStation wieder umgedreht, um die Metallplatte, die ihr da seht, abzuschrauben. Die ist mit 8 Kreuzschrauben befestigt. Darunter kommt eine x-förmige Abdeckung zum Vorschein, die ist mit 4 Kreuzschrauben festgemacht und die entfernen wir dann. Die Platte, die darunter zum Vorschein kommt, die ist nur mit 2 Plastiknasen in der Platine befestigt, also nur gesteckt, die könnt ihr einfach nach oben hin abnehmen. Dann kommen wir auch schon vorsichtig an die Hauptplatine ran, die können wir jetzt wegziehen. Es stecken bloß nach hinten die Ports, die USB-Ports drin. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nach vorne hin wegzieht. Und dann können wir die Hauptplatine abnehmen. Da sind wir dann auch schon am Herzstück der PlayStation. Dann habe ich angefangen, die alte Wärmeleitpaste vom Prozessor runterzukriegen. Ich habe einfach einen Q-Tip genommen und damit den Prozessor und ringsrum um den Prozessor alles schön sauber zu machen. Auch auf der anderen Seite alles schön sauber gemacht, sämtliche Rückstände der alten Wärmeleitpaste runter. Dann ein Klecks von der neuen Wärmeleitpaste. Wie gesagt, ist die Arctic Silver 5, die ich genommen habe. Schön einen kleinen Pups in die Mitte und dann mit dem kleinen Spachtel, der auch in dem Werkzeugset dabei war, was ich gekauft habe, schön auf dem Prozessor verteilt gleichmäßig. Schön aufpassen, dass nichts daneben geht, sondern wirklich bloß die Prozessorfläche bedeckt ist mit der Wärmeleitpaste. Und wenn wir die PlayStation schon mal so weit auseinandergeschraubt haben, wie wir es jetzt haben, dann sollte man auf jeden Fall noch diesen Schritt hier machen. Und zwar die Platte hier abnehmen, damit wir unten an den Kühlkörper rankommen. Der ist auch, wie hier in unserem Fall, meistens ziemlich verdreckt. Und der ist wirklich ziemlich schmutzig. Das ist kein Wunder, dass da nicht mehr großartig die Wärme abgeführt werden konnte. Den dann nochmal schön sauber machen. Ich habe das schön mit dem Q-Tip die einzelnen Rippen sauber gemacht. Mit dem Staubsauger nochmal den Staub abgesaugt und das Ganze wieder schön sauber gemacht. Den Lüfter auch nochmal ein bisschen abgepinselt, aber der war eigentlich noch ziemlich sauber gewesen. Den haben wir erst vor einer kurzen Weile sauber gemacht gehabt. Dann kommt die Platte mit dem Kühlkörper wieder rauf. Schön auf die Kabel aufpassen, dass die nirgendwo abgeknickt oder eingeklemmt werden. Und dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Und zwar kommt jetzt auf die andere Seite, wo der Prozessor dann raufkommt. Ne? Also das ist ja die Kontaktfläche, die dann mit dem Kühlkörper verbunden ist. Wird jetzt auch die andere Wärmeleitpaste aufgetragen. Auch wieder, also es muss nicht die gesamte Fläche bedeckt sein, sondern nur ungefähr in der Mitte so groß das Feld, wie auch der Prozessor ist. So, dann wird das Ganze auch schon wieder zusammengeführt. Schön aufpassen hinten mit den USB-Ports, dass ihr die zuerst einfädelt. Dann die Platine rauf, mit den Kabeln schön aufpassen und dann sitzt das Ganze eigentlich auch gut. Die Platte mit den 2 Plastiknasen wieder rauf, das Kreuz, Metallkreuz mit den 4 Schrauben wieder befestigen, die Metallplatte wieder rauf, die 8 Schrauben wieder befestigen, dann wird der Stecker vom Lüfter, der weiße Stecker, wieder reingesteckt. Die 6 Flachbandkabel müssen vorsichtig wieder reingesteckt werden.
denkt bei dem großen blauen Flachbandstecker, dass ihr dann die schwarze kleine Klappe wieder runterklappt, um den zu arretieren. Dann kommt das Blech wieder rauf. So, dann fange ich an, die 11 Kreuzschrauben und die 11 Torx-Schrauben wieder reinzuschrauben. 2 davon können aber erst wieder befestigt werden, wenn das Netzteil auch auf der Rückseite wieder drin ist. Also das Netzteil wieder rein, PlayStation umdrehen, Netzteil mit dem einen Stecker wieder verbinden und das Netzteil einfach reinstecken. Das Netzteil wird dann nochmal mit 3 Schrauben befestigt und dann können wir das Ganze wieder umdrehen und die restlichen Schrauben dann auch befestigen. Wenn alle 11 Torx und alle 11 Kreuzschrauben wieder drin sind, drehen wir die PlayStation wieder um, machen das kleine Metallblech wieder ran und dann die anderen restlichen Schrauben, mit denen das Metallblech befestigt war. Dann drehen wir die PlayStation wieder um und müssen die 3 Kabel noch wieder befestigen. Schön wieder durch die Führungen die Kabel machen und dann den Stecker vorsichtig festdrücken. Dann kommt auch schon die untere Abdeckung wieder rauf. Einfach von hinten reinschieben und dann vorne festklicken. Ruhig mit ein bisschen Druck, braucht man keine Angst haben, dass es kaputt geht. Das knackt dann etwas lauter, aber das ist so. So, dann kommt die Festplatte wieder rein. Erstmal die 3 Schrauben auf der Rückseite, wo die Garantiesiegel drauf waren, wieder ran. Festplatte wieder reingeschoben, mit der einen Schraube gesichert, Abdeckung rüber und dann fehlt eigentlich nur noch die obere Abdeckung der PlayStation. Also PlayStation umgedreht, alles nochmal abgepinselt, alles sauber, alles schick. Dann kommt die obere Abdeckung wieder von hinten raufgeschoben und dann vorne festgeklickt. Und fertig sind wir schon. Bereit für den ersten Test, ob die PlayStation noch läuft. So, dann kommt der große Moment. Läuft die PlayStation überhaupt noch oder müssen wir uns demnächst eine neu kaufen? Es leuchtet schon mal die blaue Lampe. Das sieht schon mal gut aus. Und siehe da. Sie ist an. Sie funktioniert noch. Jawohl. Wunderbar. Gott sei Dank. Hier haben wir jetzt wieder Blood and Truth, was auf jeden Fall schon mal ein bisschen leiser ist. Wir sind jetzt bei ungefähr 10 bis 12 Dezibel und vorher waren wir ja bei 18 ungefähr gewesen. Und hier haben wir jetzt No Man's Sky. Und No Man's Sky ist jetzt bei ungefähr 17, 18 dB. Vorher waren wir bei ungefähr 30 dB gewesen. Das ist eine ganze Ecke leiser auf jeden Fall. So Leute, ich hoffe, meine kleine Bastelstunde hat euch gefallen und ihr habt gesehen, dass es im Prinzip gar nicht so schwer ist, wie man sich das vorstellt. Ich habe mich ja da auch lange Zeit nicht rangetraut. Ich habe es immer weiter vor mich hingeschoben, aber die PlayStation war jetzt mittlerweile ja so laut, dass es selbst in den Videos immer schon aufgefallen ist. Und dann habe ich mir doch gesagt, na gut, dann muss es jetzt dann doch langsam mal sein. Und eigentlich war es auch ganz einfach gewesen. Also traut euch da ruhig ran, natürlich auf eigene Gefahr. Und dann wird das Ganze schon funktionieren. Ich würde mich über einen Daumen für dieses Video freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!